Jo, ich bin jetzt 31 Jahre alt, ne? Und früher dachte ich, ich brauche so viele Konsumgüter, um irgendwie als Frau akzeptabel zu sein in dieser Welt. Make-up, Haarsachen, Glätteisen, Haarfarbe, Haarspray, Klamotten in allen Farben und Formen, Nagelsachen, Nagel machen lassen, Rasierer, Lotions für alles, 10-Step-Skincare-Routine, Deko, alle möglichen Küchen-Gadgets, alles Mögliche, was an Frauen vermarktet wird. Und ich dachte, ich brauche das alles, um irgendwie okay zu sein. Ich dachte, ich muss mich vollkleistern mit Zeug, weil mein echtes Gesicht nicht okay ist, weil es mir nicht erlaubt ist, rauszugehen mit meinem echten, normalen Gesicht, mit meinen echten, normalen Haaren, die zu dünn sind, die bei anderen zu lockig sind, zu dick sind, zu falsche Farbe haben. Und dann kommt noch dazu, wie Frauen dargestellt werden, die schön sein sollen. Ein Körpertyp, eine Hautfarbe, ein Gesichtstyp sogar. Ein Style, nämlich Basic. Die Message, die damit einhergeht, ist, wenn du so bist, bist du okay und begehrenswert und toll. Und dann wollen dich alle und dann wollen wir dich als Gesellschaft. Und wenn du so nicht bist, bist du hässlich, bist du abgrundtief hässlich und keiner wird dich je wollen. Und ist es nicht das Schlimmste, wenn dich ein Typ nicht will? Herzlich willkommen zu Nachts allein, dem Kanal für Selbstwert, ADHS und Dating für Frauen. Mein Name ist A, ich bin Psychologin und eine Person, die gerne ihr eigenes Brain hackt und anderen Frauen zeigen will, wie das geht, damit wir alle ein selbstbestimmteres Leben führen können. Ja, heute geht es um Feminismus ganz allgemein und zwar speziell um Frauen und Geld und wie wir als Frauen zu Konsumopfern erzogen werden. Und ein paar Tipps, wie man sich da anfangen kann, daraus zu befreien. Kapitalismus sagt einfach und an wen wird am meisten vermarktet? An junge Frauen. Junge Frauen müssen den meisten Stuff kaufen, um in dieser Gesellschaft akzeptiert zu sein, akzeptabel zu sein. Habt ihr zum Beispiel schon mal von der Pink Tax gehört? Oder allein sowas wie Haarschnitte, wenn man mal beim Friseur vorbeigeht und man sieht Männerhaarschnitt, Frauenhaarschnitt und ich hatte noch kürzere Haare und trotzdem wäre ein Kurzhaarschnitt für mich teurer gewesen als für Männer. Und dann wird uns einfach Shopping als Hobby verkauft in verschiedenen Serien und Filmen und ich habe so viel Zeit in meinem Leben mit Shopping verschwendet, das ist krass. Wie lange es dauert, in so ein Geschäft zu gehen und Sachen einzukaufen und nach Hause zu bringen. Ich war danach immer total müde und K.O. von diesen Lichtern und man verliert einfach mehrere Stunden damit. Und es ist eine Unverschämtheit, dass alles so ist, weil das bedeutet, dass junge Frauen arbeiten, damit sie mehr Geld haben für dummen Scheiß, den sie sich kaufen, der dann zu Hause rumliegt. Ein Haufen Scheiß, von dem ihr glaubt, dass er euch Liebe und Selbstliebe bringt und es dann nicht tut. Es ist eine Unverschämtheit, weil ihr dann von einem Haufen Stuff erschlagen seid. So wirklich physisch, der bei euch rumliegt und mental. Weil Gegenstände, je mehr Gegenstände man hat, desto schwerer liegen sie einem auf dem Gewissen, auf der Psyche. Einfach man weiß, man hat Zeug, man muss sich um lauter Zeug kümmern. Man kümmert sich um Zeug, statt dass man sich um wichtigere Sachen kümmert. Und versteht mich nicht falsch, wir brauchen natürlich alle Sachen. Aber wir haben so viele Sachen, wir haben viel zu viele Sachen. Und diese Sachen sorgen dafür, dass wir uns nicht fokussieren auf die Sachen, die wirklich wichtig sind in unserem Leben. Nämlich, dass es nicht wichtig ist, seine ganze Energie und Zeit darauf zu verschwenden, fuckable zu sein im Prinzip. So zu sein, wie die Gesellschaft uns will, damit Männer uns wollen. Weil Männer sind das Wichtigste. Von Männern gewollt zu werden, ist das Wichtigste. So wird es uns verkauft. Und es ist viel wichtiger herauszufinden, was Frau eigentlich selber von ihrem Leben will. Und von Männern. So mal die Female Gaze einnehmen. Nicht mehr zu schauen, ich bin das Objekt und wie mache ich mich schön als Objekt, um gewollt zu werden, sondern ein Subjekt zu sein. Und gar nicht so sehr auf sich zu achten, also im Sinne von sich nicht gehen lassen, aber sich nicht zu so einem Gegenstand perfektionieren, damit andere einen wollen, sondern mal zu schauen, was will ich eigentlich? Welche Männer gefallen mir? Was will ich an Männern sehen? Welche Männerbilder möchte ich stärker vertreten sehen in der Welt und was finde ich überhaupt geil? Und nicht, wie finden mich andere geil. Es ist ein ganz, ganz anderes Leben, ich schwöre. Wenn wir ein Leben lang ein Objekt bleiben, zu dem uns die Gesellschaft machen will, dann gehört unser Leben nicht mehr uns. Und das ist dann einfach kein Leben. Oh, shit, man. Ups. Okay, ich habe ganz random einige Tipps gesammelt, die ich euch geben will, die mir auf meiner eigenen Reise geholfen haben, das zu verstehen, ja, mehr Kontrolle über mein Leben zu erhalten. Das Ding ist, ganz viele Sachen sind Mindset und ich will euch so ein bisschen inspirieren, da an dem Mindset zu arbeiten. Also einmal, Geld ist in unserer Welt einfach Macht. Geld ist Entscheidungsmacht und Einflussmacht. Und wenn wir unser Geld sinnlos rausballern für irgendein Zeug, vor allem Zeug, was weiter verstärkt, dass wir ein Objekt sind, wie Make-up und Klamotten. Da kommt es natürlich jetzt auch drauf an, also kauft ihr die Sachen, weil ihr wirklich euren Körper einfach dekorieren wollt oder weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst, so, weil ihr sonst nicht viel wert seid. Macht ihr euch die Haare, weil ihr wirklich selber Spaß dran habt oder denkt ihr, ich bin sonst nicht fuckable, sonst will mich keiner? Worum geht es in eurem Kopf hauptsächlich? Geht es darum, wie sehe ich aus, wie komme ich rüber oder geht es darum, was mache ich mit meinem Leben? Wer bin ich, was will ich von dieser Welt so?
Und ja, dann könnt ihr entscheiden, so okay, ist das Geld, was ich gerade ausgebe für diese Sachen wirklich intrinsisch motiviert? Kommt es aus meinem Inneren, dass ich das möchte, oder kommt es von extern? Weil, wie gesagt, Geld ist Macht einfach, und wenn wir unser Geld sinnlos verballern, geben wir Macht, Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit auf. Für was? What the hell? Und das What the hell geht einfach nicht an uns, das What the hell geht an die Gesellschaft, die uns Frauen einfach in so einer Spirale hält, wo wir uns nicht Machtposition nehmen können, weil wir dann die ganze Zeit damit beschäftigt sind, einzukaufen. Irgendeinen Scheiß einzukaufen, um weiter ein Objekt der Begierde zu sein für Männer. Und das muss aufhören. Das muss aufhören. Wir müssen unsere Zeit zurückholen, wir müssen unser Geld zurückholen und wir müssen es investieren in ein Leben, das uns zum Subjekt macht. Schaut euch Videos zum Thema Selbstwert an, schaut euch Videos zum Thema an, eine erwachsene Person werden. Je schneller ihr das macht, desto besser. Überlegt euch, wer will ich sein, wo will ich hin in meinem Leben. Klar, wenn man jung ist, muss man Sachen ausprobieren. In meinen 20s habe ich alles Mögliche ausprobiert und ich war so unsicher. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig so viel Informationen wie möglich weitergeben, damit die Jüngeren schneller wachsen können und Dinge schaffen, die wir Älteren später geschafft haben. Realisier, dass du schön genug bist, auch ohne dir einen Haufen Scheiß ins Gesicht und auf die Haare und auf den Körper zu pumpen. Also es werden dich nie alle geil finden. Das war mein Ansatz irgendwie. Dachte ich muss alle dazu bringen, mich geil zu finden. Wenn mich auch nur einer nicht geil findet, dann bin ich lost. Und mittlerweile habe ich verstanden, diese ganzen Typen, von denen ich geil gefunden werden wollte, waren selber einfach gar nicht so toll. Nur weil man schön ist oder cool, heißt es nicht, dass man innerlich auch eine coole Person ist. Und das ist flüchtig. Das High, das man bekommt, von jemandem gefunden zu werden, den man selber attraktiv findet, ist sehr, sehr flüchtig. Und ich habe realisiert, ich wollte eigentlich immer Liebe haben und das brauche ich von einer Person. Da brauche ich nicht von allen irgendwie geil gefunden werden. Und die eine Person, mit der ich jetzt zusammen bin, der findet alles an mir toll, was ich vorher dachte, dass das unattraktiv ist. Ich brauche diese ganzen Sachen nicht. Ihr braucht diese ganzen Sachen nicht, um liebenswert zu sein. Deswegen müsst ihr auch nicht diesen ganzen Scheiß kaufen, um liebenswert zu sein. Was euch liebenswert macht, ist eure Persönlichkeit und euer Selbstwert. Und den Selbstwert könnt ihr euch selber aufpäppeln. Selbstbewusstsein könnt ihr euch selber geben. Da braucht ihr nichts von außen. Das ist voll geil. Außerdem hat man oft so ein massiv verzerrtes Selbstbild. Ich dachte immer, ich wäre ungeschminkt total hässlich. Und jetzt habe ich realisiert, nein, ich sehe besonders aus. Und ich merke es daran, wie Leute mit mir geflirtet haben, wenn ich doch mal ungeschminkt rausgegangen bin, als ich in die Stadt gezogen bin und da am Anfang noch das Gefühl hatte, mich kennt überhaupt niemand und ich kann machen, was ich will. Und dann bin ich manchmal ungeschminkt rausgegangen, vor allem zur Corona-Zeit, und Leute haben mit mir geflirtet. Und ich dachte nur so, damn, ich bin doch nicht so hässlich, wie ich dachte. Genau, also statt irgendwie Scheiß zu kaufen, entwickle lieber deine Persönlichkeit. Mit einer schönen Persönlichkeit bist du nämlich auch schön. Wenn du schön bist äußerlich und eine hässliche Persönlichkeit hast, bist du hässlich im Endeffekt. Also die inneren Werte machen viel, viel mehr aus. So, natürlich sind Leute sehr angezogen von Schönheit. Ich will gar nicht negieren, dass Schönheit sehr viel Macht hat. Also wenn man schön ist, kann man Leute sehr betören. Und das ist natürlich auch eine Form von Macht, aber ich glaube, was die meisten von uns wollen, geht deeper als das. Wir wollen im Prinzip eigentlich geliebt werden. Wir wollen von allen geil gefunden werden, weil wir dann das Gefühl haben, wir werden geliebt, aber das ist nicht Liebe. Das ist nicht das, was wir fühlen wollen. Was wir nämlich eigentlich fühlen wollen, also so Macht, Schönheit, Liebe, was noch deeper dahinter ist, ist Selbstliebe. Das Gefühl, liebenswert zu sein. Und diese Sachen sind Dinge, die wir als Spiegel benutzen, um uns das selber zu zeigen, aber eigentlich ist das der Kern. Das Gefühl zu haben, liebenswert zu sein. Und das könnt ihr euch anders aufbauen. Das könnt ihr euch aufbauen, indem ihr euch selber liebenswert findet, indem ihr Dinge tut, die ihr liebenswert findet. Indem ihr auf euch selber achtet, indem ihr euch selber schützt. Ich habe da ein Video zu gemacht, das könnt ihr auf meinem Channel auch anschauen. Und da gehe ich mehr drauf ein. Zieht euch das mal rein. Und zur Persönlichkeit entwickeln gehört auch sowas wie triff Entscheidungen, ohne dass du ständig andere fragst, ob diese Entscheidungen okay sind. Zum Beispiel, wenn du feiern gehst, zieh einfach an, was du anziehen willst, statt deine Freundinnen zu fragen, was sie alle anziehen. Wenn du was essen willst, sag einfach, was du essen willst, statt deinen Freund zu fragen, was er isst. Oder zu sagen, er soll entscheiden. Triff Entscheidungen. Stell dich in deinem Leben an erste Stelle und triff Entscheidungen für dich. Da will ich euch ein Buch empfehlen. Das habe ich gerade selber ausgelesen. Das hat mein fucking Leben verändert. Ich schwöre, es heißt Women Living Deliciously von Florence Given. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es das auf Deutsch gibt, aber falls es das gibt, werde ich es euch hier einblenden. Das ist so ein gutes Buch, in dem es darum geht, wie Frauen einfach sich selber in ihrem Leben zentrieren und glücklich werden und rausfinden, was sie wollen und machen, was sie wollen. Und das Leben einfach in vollen Zügen genießen. Das ist so gut. Und das schreibt sie zum Schluss. Dein Körper ist ein wunderschönes Gefäß, das dafür da ist, dass deine Seele das Leben erfahren kann. Und unsere Körper sind nicht hier, um begehrenswert zu sein. Unsere Körper sind hier, damit wir uns selber ausdrücken und leben können.
Oh, ich fand das so schön. Oh mein Gott, I fucking cried. Unsere Körper sind ein Behälter für unsere Seele, damit sie das Leben erfahren kann. Es ist nicht fucking schön. Und es macht Spaß, seinen Körper zu dekorieren. Ich dekoriere meinen Körper auch. Und es ist total cool, aber es ist nicht das Lebensziel. Und mein Körper ist kein Ding, das ich kaputt formen und hassen muss, weil es nicht ins Marketing passt, was uns gezeigt wird. Das ist das perfide, Leute. Das ist alles fucking Kapitalismus. Da geht es darum, Sachen zu verkaufen. Den Marken, den Firmen geht es nicht darum, ob es uns gut geht oder was wirklich schön ist. Da geht es darum, Bilder zu schaffen, die uns dazu zwingen, Sachen zu kaufen. Und womit zwingt man Leute am besten? Indem man ihnen das Gefühl gibt, sie sind fehlerbehaftet, ihnen fehlt was. Und eben mit Sex und Liebe zu arbeiten, funktioniert auch einfach sehr gut, weil wir wollen geliebt werden und wir wollen gewollt werden. Und wenn wir das Gefühl verkauft bekommen, das macht dich liebenswert, dann funktioniert das natürlich. Also wie gesagt, es ist nicht unsere Schuld, dass wir da ausgebeutet werden. Aber es ist unsere Schuld, wenn wir nicht versuchen, da rauszukommen. Und ich will, dass wir da alle rauskommen. Beim Shoppen und generell eben mit diesen ganzen Sachen, da geht es auch viel um Identität. Eben, wir wollen so eine Identität schaffen. Eine liebenswerte, eine attraktive Identität. Ich bin eine, die gern shoppen geht. Ich bin eine, die mich schön anzieht. Ich bin eine, die keine Ahnung was. Beziehungsweise vielleicht hast du einfach gar keine Identität und deswegen fällt es dem Marketing so leicht, an dich ranzukommen. Also schaff dir eine Identität. Wer bist du? Ich zum Beispiel habe entschieden jetzt, ich bin jemand, die nicht ihr Geld sinnlos verbraten will für Sachen, weil ich genau reingespürt habe und gemerkt habe, ja, das ist irgendwie so ein Drang, so ein Druck. Klamotten zu kaufen hat sich immer irgendwie angefühlt, als wäre ich wie so gehetzt. Also als müsste ich irgendwie ganz schnell was kaufen, weil wenn ich diese Sachen nicht habe, dann bin ich nicht wertvoll, dann schaue ich nicht gut aus. So, ich muss diese Sachen haben, weil dieses eine Kleidungsstück macht mich eigentlich sexy, macht mich eigentlich begehrenswert. Dann sehe ich cool aus. Ich muss immer on top bleiben und ich muss immer das anziehen, was aktuell geil aussieht, damit ich die Allergeilste bin, damit mich endlich Leute lieben. So, nein, Mann, es zieht dir so das Geld aus der Tasche und das ganze Geld ist das, was dir Freiheit gibt und Macht. So, stop it. Konzentriere dich lieber auf Arbeit. Konzentriere dich darauf, zum Beispiel einen fucking YouTube-Channel zu machen. Konzentriere dich auf deine Mission. Such dir eine Mission im Leben. Du brauchst was anderes zum Tun, was nicht shoppen ist. Ich will eine Person sein, die sich selber ernst nimmt und ich nehme mich selber nicht ernst, wenn ich die ganze Zeit mein ganzes Geld verbrate und einkaufen gehe und nichts Besseres zu tun habe. So, wie gesagt, again, ich will euch nicht dafür beschämen, wenn ihr das macht, aber überlegt mal wirklich, wollt ihr das sein? Das gehört einfach zum Erwachsenwerden dazu. Wer wollt ihr sein? Was wollt ihr am Ende eures Lebens, am Ende des Tages über euch selber sagen? Wie wollt ihr euch sehen von außen? Ich will jemand sein, der erwachsen und ernst zu nehmen ist und die Kontrolle hat. Darum geht es auch ganz viel. Ich will Kontrolle haben über mein Geld. Ich will entscheiden, wo es hingeht und was ich ausgebe. Und ich will entscheiden, was gut genug ist. Ich habe keinen Bock mehr, mich dem zu beugen, was fucking Marketing entscheidet. Ich will entscheiden, was gut ist. Und danach will ich mich richten. Und da will ich dann mein Geld reinstecken. Das ist auch alles gar nicht gegen Geld. Geld ist volles geile Tool. Ich habe gar keinen Bock auf Tauschhandel oder so. Geld ist mega nice. Ich finde es okay, meine Zeit gegen Geld einzutauschen in unser System. Was ich kritisiere, ist einfach, wie massiv krass an Frauen vermarktet wird für irgendeinen Scheiß, den wir nicht brauchen und wie wir das alles schlucken. Wir müssen Kontrolle erlangen und von diesen Impulsen wegkommen. Wir müssen aktiv entscheiden, was finde ich gut und wem will ich mein Geld geben. Weil es ist immer auch wie ein Wahlschein. Davon will ich mehr. Und ich zum Beispiel habe keinen Bock mehr, Sweatshops in Bangladesch zu unterstützen, nur weil ich glaube jetzt, ich brauche sofort diese eine Sommerhose. Ich habe mehr Bock, mir Zeit zu lassen und nicht Klamotten zu kaufen, weil ich glaube, die machen mich liebenswert, sondern weil ich wirklich denke, okay, das passt zu meinem Style und dieses eine Teil kann ich wirklich nicht irgendwie aus meinem Kleiderschrank ersetzen, sondern fuck, ich will eine Lederjacke und ich will schon seit einem Jahr eine Lederjacke, Mann. Deswegen kaufe ich mir jetzt eine Lederjacke und ich kaufe sie auf Vinted und ich lasse mir Zeit. Und ich gönne mir und ich spare vielleicht drauf und kaufe mir eine richtig sicke Lederjacke und gehe nicht jedem Impuls nach. Also geh aus mein Kind und sag nein zu dem ganzen Scheiß, der uns an den Kopf geworfen wird. Kauf dir ein bisschen was, das ist schon okay so. Aber überleg halt wirklich, ob es das wert ist und ob der Scheiß dich weiterbringt, ob er dir wirklich Freude macht. Oder ob es nur ein Dopaminkick ist, weil du dich vielleicht gerade schlecht fühlst. So wirklich, denk auch drüber nach, was für Gefühle hast du gerade, wenn du diese Sachen einkaufst. Bist du traurig, bist du sauer? Ich habe jetzt angefangen, mir eine Liste zu machen. Ich bringe euch hier ein Beispiel, das habe ich auf Pinterest gesehen und da habe ich dann das einfach übernommen und nachgemacht und ich markiere es immer, wenn ich Geld ausgebe und wofür und dann schreibe ich auf der nächsten Seite auch, wie ich mich gefühlt habe bei diesem Kauf. Und ich merke immer mehr, dass ich Sachen einkaufe, wenn ich traurig bin, wenn ich einen Streit mit jemandem hatte, wenn ich massiv gelangweilt bin oder wenn ich einen krassen Impuls hatte und den ich überdenkt habe.
überdacht habe, überdenkt. Und manchmal stehe ich schon an der Kasse und merke, scheiße, ich will es eigentlich gar nicht kaufen. Und dann kann ich danach aufschreiben, ja, ich habe an der Kasse schon gemerkt, dass ich es nicht kaufen wollte und habe es trotzdem gemacht. Genau, also denk drüber nach, mach dir Listen, erlang die Kontrolle zurück. Und bei diesem ganzen Video und dieser ganzen Philosophie, die ich gerade versuchen will, weiterzugeben, geht es nicht darum, komplett sparsam und langweilig und enthaltsam zu leben. Also wir müssen nicht Mönche werden oder Nonnen. Es geht um Zeit, es geht um Leben, es geht um Platz, es geht um Freiheit im Prinzip. Es geht darum, dass du diesem kapitalistischen System scheißegal bist und die einfach nur Sachen verkaufen wollen und das zu checken. Und sie manipulieren uns direkt darauf hin, nicht drüber nachzudenken, was wir kaufen, sondern einfach bam, kaufen und sofort, alles easy, One-Click-Pay, Lieferung am nächsten Tag. Da geht es darum, dass wir einfach bam, so schnell wie möglich kaufen und drüber nachzudenken. Da geht es nicht darum, dass es für uns schön ist, was gleich am nächsten Tag zu bekommen. Das ist kein Geschenk von denen an uns. Da geht es darum, euer kritisches Denken auszuschalten und euch so schnell wie möglich zum Einkaufen zu bewegen. Und das ist abgefuckt. Und es klingt immer so freaky, wenn man über Kapitalismus redet. Ich habe es früher auch mal freaky gefunden, wenn Leute direkt so sagen, der Kapitalismus. Und ich war so, ist doch cool, dass wir Sachen kaufen können. Geld ist doch toll, aber darum geht's nicht. Das ist nicht, was Leute meinen, wenn sie sagen, Kapitalismus sagt. Sie meinen, dass es einfach kein Limit gibt für diesen freien Markt, keine ethischen Grenzen, die Firmen gesetzt werden, wenn sie Leute ausnehmen. Und wir sind ja noch die kleinsten Opferleute. Was da an anderen Enden der Welt passiert mit den Menschen, die unsere Sachen produzieren, ist nochmal ein ganz, ganz anderes Level an messed up. Und wenn man sich mal damit beschäftigt, hier noch ein cooles Buch, The Story of Stuff. Wenn es das auf Deutsch gibt, werde ich es euch auch einblenden. Ich habe es auf Englisch gelesen. Da geht es darum, wo eigentlich die ganzen Sachen herkommen, die wir kaufen. Wie Sachen hergestellt werden, von was aus der Erde gezogen wird, bis es dann bei uns landet und was das alles für einen massiven Fußabdruck hat in der Welt, auf die Umwelt und auf Menschen. Und das ist crazy. Wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat, dann wirkt das ganze System massiv krank. So. Und wir müssen uns dagegen wehren, gegen diesen ganzen Scheiß und unser Leben aktiv gestalten, ohne auf diesen ganzen Hintergrundkrach zu achten. Das Ding ist auch, wir können nie alles haben, was uns gefällt. Es gibt so viele Sachen, die uns gefallen. Es gibt wirklich ganz viele schöne Sachen. Ich bin nicht gegen Sachen, ich liebe Sachen. Eine meiner Lieblingssachen. Und die habe ich geschenkt bekommen, die habe ich nicht mehr gekauft. Die habe ich von einer Kollegin geschenkt bekommen. Jetzt ist sie high. Also ich liebe Sachen, ja. Das heißt nicht, dass wir keine Sachen haben dürfen, aber entscheidet euch für die wichtigsten Dinge und entscheidet euch für das Wichtigste in eurem Leben generell. Und steckt eure Energie und Zeit und damit auch euer Geld dort hinein. Weil nur so können wir Frauen auch mehr Gestaltungsmacht erlangen, indem wir aufhören, Dingen hinterher zu laufen, sondern anfangen, unsere Zeit und unser Geld da reinzustecken, mehr Entscheidungsmacht zu haben in allem, was passiert auf dieser Welt. Wir müssen aufhören, Passenger Princesses zu sein. Wir müssen aufhören, nur rumzusitzen und ja, ist egal, nicht dem, was du willst, zu sagen. So. Und das heißt nicht, dass ich damit jetzt schon wieder shamen will, vor allem so ruhige Frauen, passive Frauen. Wenn du selber einfach generell ein passiver Mensch bist, es gibt ja auch genauso passive Männer, ist auch okay, aber ich glaube, es hilft allen, auch Männern eben rauszufinden, wer bin ich wirklich und was will ich sein, und ich darf auch Entscheidungen für mich selber treffen. Ich darf in mich reinhorchen und entdecken, was ich eigentlich will. Und ich muss nicht sagen, nein, bist nicht das, was du isst, sondern du kannst sagen, ich habe jetzt Lust auf Pizza. Muss nicht mehr anders werden, aber du kannst fucking nochmal sagen, was du willst. Weil was du willst, ist wichtig. Dann ist es auch so, weil ich am Anfang gesagt hatte, ich habe so viel Zeit mit Einkaufen verschwendet. Wir müssen die Zeit, die frei wird, irgendwie anders füllen. Hier sind ein paar Ideen, was du machen kannst, statt einkaufen zu gehen. Verbringen Zeit mit deinen Träumen, an denen du dann arbeitest. Wie zum Beispiel ich, die angefangen hat, diese Videos aufzunehmen und endlich aufzuhören, meine Freunde voll zu labern und das Internet anzufangen voll zu labern mit meinen ganzen Ideen. Du könntest was kochen, anfangen, dir regelmäßig Essen zu kochen und deinen Körper zu ernähren, statt, weil du ständig einkaufen bist, immer nur zack, 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 irgendwo was Fertiges zu essen oder auf die Schnelle irgendwas zu kaufen. Achte darauf, was du deinem Körper zuführst. Kümmere dich um deine Gesundheit. Mach die Arzttermine, die du ewig schon vor dich hinschiebst. Find raus, warum dein Darm irgendwie Probleme macht. Hol dir endlich die ADHS-Diagnose, die du die ganze Zeit vor dich hinschiebst. Bring deine Wohnung auf Vordermann. Und zwar so, dass sie das, was du machen willst, unterstützt. Ich habe meinen Tisch letztens umgestellt. Und das war so der Katalysator, damit anzufangen, diese Videos zu drehen, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, das ist ein ganz schön sickes Set, was ich hier habe. Und jetzt auf einmal passt alles zusammen. Und ich habe ein Mic und ich habe dies. Und jetzt wird es endlich Zeit. Stell deine Surroundings, also deine Umgebung so auf, dass sie dir dient in dem, was du tun willst. So. Zum Beispiel auch steck dein Handy nicht neben deinem Bett an, wenn du früh aufstehen willst. Steh früher auf, mach Sport, leg dir Hobbys zu,
Geh spazieren, geh Waldbaden, triff deine Friends mehr, geh mit deinen Friends auf den Lunch, gib dein Geld vielleicht lieber für Essen mit deinen Freunden aus, statt dir irgendeinen Scheiß zu kaufen, der dir einfach nur einen Dopaminkick gibt und das Gefühl, okay, jetzt bin ich cool. Geh schwimmen, gib dein Geld fürs Schwimmbad aus, horde dein Geld und fang an zu investieren, wenn du es geil findest. Ich habe mich damit noch nicht so super auseinandergesetzt, aber ist scheinbar ganz gut. Informier dich da. Von Finanzfluss gibt es auch ein cooles Tool übrigens über so Fonds und so weiter, wo man auch sortieren kann nach seinen Werten, wo man zum Beispiel rausnehmen kann, dass man nicht in irgendwelche Firmen investieren will, die in Waffen investieren. Solche Sachen. Informier dich über Grown-up-Stuff, über Erwachsenen-Dinge. Geh dahin, wo Macht ist, geh dahin, wo Entscheidungsfreiheit ist und setz dich auseinander mit so Zeug. Und manchmal, diese Sachen sind oft extrem kompliziert und manchmal ist man sehr überfordert von Zeug. Ein Tipp von mir wäre dahingehend, AI zu benutzen und dir von ChatGPT alles für Dummies erklären zu lassen. Das mache ich oft. Bitte erklär mir dies und das in einfachen Worten. Und dann kann man 1000 Nachfragen stellen und das hilft. Und das finde ich ganz, ganz super in diesen Zeiten. Also ohne ChatGPT wäre ich auch ganz schön aufgeschmissen, was diese Videos und die Technik hier angeht, weil ich mich oft schwer tue mit so Zeug. Aber wir sind im Zeitalter, wo das geht. Und wenn dir manche Sachen doch zu kompliziert sind, dann beschäftige dich mit anderen Sachen. Du musst ja jetzt nicht irgendwie lauter hochintelligente Sachen irgendwie verstehen lernen und so weiter, wenn es zu schwer ist. Aber was nicht zu schwer ist, ist einfach zu sagen, wer will ich sein und was will ich machen und was sind meine Ziele im Leben. Das ist nicht kompliziert. Das ist nämlich ganz, ganz einfach. Du musst anfangen, auf deine innere Stimme zu hören, die dir sagt, was sie will. Und manchmal sind das Stimmen, die überlagern deine echte innere Stimme. Es sind Stimmen von unseren Eltern, von der Gesellschaft, von Leuten, die uns Angst gemacht haben in unserem Leben, von irgendwelchen Friends, die dir dann irgendwas einreden. Aber unten drunter ist eine echte Stimme, die dir sagt, was du wirklich willst. Und du musst lernen, sie zu hören. Und da musst du lernen, nach ihr zu leben. Und ein großer Teil dessen ist eben, mit deinem Geld umzugehen. Und das war's. War ein bisschen durcheinander alles, aber es war mir sehr wichtig diese Woche. Und ich hoffe, ihr habt da irgendwas mitgenommen, was euch inspiriert. Und ja, checkt die Ressourcen aus, die ich da empfohlen habe. Es sind sehr coole Bücher, sehr coole Channels und viel Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr gestaltet euer Leben aktiv, statt einfach nur mitzuschwimmen in dieser kapitalistischen Hölle, der wir ausgesetzt sind. Ja, und bis nächste Woche. Lasst dem Video einen Like da und abonniert, wenn ihr Neues sehen wollt. Habt euch lieb. Tschüss.